Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Im heutigen Video bereise ich einen der krassesten Wasserfälle auf der Erde und sehe später noch ein Weltwunder. Das alles und viel mehr gibt's nach dem Intro. Also viel Spaß! Ich bin also von Vietnam nach Buenos Aires geflogen, die Hauptstadt von Argentinien. Und hier hat mich erstmal der Winter begrüßt und ich musste mich erstmal an die Kälte und natürlich auch die neue Kultur gewöhnen. Ich war in einem Hostel im Zentrum der Stadt und von hier aus habe ich dann mit dem Uber-Taxi die großen Sehenswürdigkeiten angefahren. Jetzt in der Caminito-Straße. Das ist hier sehr bekannt hier mit diesen bunten Häusern. Und ich glaube, dass es hier normalerweise richtig viel los ist. Aber es ist so kalt. Ich glaube, wir haben 10 Grad. Das Zentrum der Stadt ist sehr gridlastig aufgebaut, also es gibt sehr viele Kreuzungen der großen Straßen überall und wirklich an jeder Kreuzung ist Polizei. Man sieht überall Streifen, die herumlaufen und das gibt einem schon so ein bisschen das typische Gefühl, was man als Europäer auch im Kopf hat. Das Bild von Südamerika, was einfach sehr gefährlich ist und das Gefühl kriegt man hier auch sehr schnell tatsächlich. Argentinien hat echt ein großes Problem mit Bargeld, also ich konnte an den Automaten nur Geld im Wert von maximal 30 € abheben und das mit Gebühren von 15 €. Also es hat sich wirklich überhaupt nicht gelohnt. Mit Karte zahlt man dann auch noch überall 15% on top. Also die Situation in Argentinien ist wirklich nicht schön. Die Locals haben übrigens das gleiche Problem. Mir haben einige erzählt, dass die auch teilweise nicht mehr als 50 € am Tag abheben können. So, heute geht es mit dem Fernbus von Buenos Aires nach Puerto Iguazú zum großen Wasserfall. Ja, ich bin jetzt angekommen, also es hat dann doch länger gedauert, weil der Bus liegen geblieben ist. Also ich glaube, wir haben jetzt 22 Stunden gebraucht. Hier etwas außerhalb der Stadt kann man zu einem Flusskreuz laufen und hier kann man dann tatsächlich bis nach Paraguay und nach Brasilien schauen und hat so 3 Länder direkt abgedeckt. Aber der Grund für diese lange Anreise an diesen Ort ist natürlich einer der krassesten Wasserfälle der Welt. So, ich bin jetzt gerade von der City mit dem Bus hier zum Wasserfall gefahren. Das ist hier so eine Art Nationalpark, kann man sagen. Und es gibt hier verschiedene Tracks zum Waterfall und auch einen Zug zu einem besonderen Track. Und den werde ich jetzt am Anfang direkt nehmen. Wir haben morgens 10 Uhr und es ist Bombenwetter. Ich bin sehr gespannt. Ja, hier an dieser Stelle am Herzstück wirklich Wassermassen brechen hier runter. Es ist sehr, sehr beeindruckend. Man kann hier wie gesagt verschiedene Routen ablaufen, um den Rainbow von unterschiedlichen Perspektiven zu sehen. Ich bin jetzt hier nur auf der argentinischen Seite gelaufen. Man kann den auch noch von der brasilianischen Seite aus sehen. Das habe ich aber nicht gemacht. Die Iguazu Falls zählen übrigens mit den Niagara-Fällen oder den Victoria-Fällen in Afrika zu den größten Wasserfällen der Welt. Am nächsten Tag bin ich dann auf die brasilianische Seite gewechselt und wieder in einen Fernbus Richtung Rio eingestiegen. Wir sind hier öfters an Freiheitsstatuen vorbeigefahren. Das hat mich echt gewundert, dass hier so viele stehen. Ja, es ist jetzt abends. Ich habe knapp 30 Stunden Busfahrt hinter mir. Ich bin jetzt in Rio de Janeiro angekommen.
Ein paar Tage später habe ich dann meine Schwester Emma getroffen. Wir haben uns über 2 Jahre nicht gesehen und wollten jetzt hier ein paar Tage in Rio zusammen verbringen. Wir sind dann erstmal in ein Café, wo wir den dickflüssigsten Kakao bekommen haben jemals. Am nächsten Tag haben wir zusammen Rio erkundet und wir wollten als erstes hoch zum Weltwunder, zum Cristo. So, wir sind jetzt hier am Christus unten gerade reingelaufen. Wir haben jetzt morgens direkt für den ersten Zug und hier ist gar keine Schlange gewesen. Das hat mich jetzt echt voll erstaunt. Wir laufen jetzt die letzten Treppen hoch zum Christo, sind fast da. Wir sind jetzt angekommen beim Christus, eins der 7 Weltwunder. Hier ist wirklich sehr beeindruckend hier zu stehen, auch wenn ja hier wirklich richtige Menschenmassen sind. Emma, was sagst du? Geil hier, wir haben geiles Wetter. Ja, auf jeden Fall, wir haben richtig Glück. Gestern war es hier komplett bewölkt und Regen und heute haben wir hier blauen Himmel. Am Nachmittag sind wir dann auf den Zuckerhut, ein bekannter Berg hier mit einer tollen Aussicht auf Rio. Ja, alles gut. Wir sind jetzt gerade schon mit der Gondel auf den ersten Berg gefahren und jetzt geht es mit der zweiten Gondel hoch auf den Zuckerhut. Zuckerhut, auch einer der Top-Attraktionen hier in Rio. Und von hier kann man auch den Jesus sehr gut sehen, die Copacabana und auch hier jetzt einen schönen Sonnenuntergang, den wir uns hier noch anschauen. Wir machen heute eine Tagestour, eigentlich eine Bootstour. Wir wurden jetzt schon mit dem Bus abgeholt bei unserer Unterkunft. Jetzt fahren wir doch länger Bus als gedacht. Fahren aber hier auch durch schöne Natur, also ist ja ganz schön trotzdem. Nach 4 Stunden Busfahrt sind wir dann am Hafen angekommen und sind dann aufs Boot. Leider hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass es eher mehr so eine Art Partyboot ist mit lauter Musik. Und wir hatten uns eher auf so einen entspannteren Boottrip eingestellt. Aber trotzdem sind wir dann noch 2, 3 schöne Strände angefahren. Ja, wir haben jetzt eine Tour in den Favelas gebucht. Wir haben jetzt hier einen Tourguide, der hat hier in den Favelas gewohnt. Und der zeigt uns jetzt hier so ein bisschen die Streets und es wird bestimmt richtig spannend hier. Wir haben auf jeden Fall schon sehr gute Infos bekommen und jetzt geht's erstmal los. Ja, wir haben hier von einem Privathaus quasi eine richtig gute Sicht auf die Favelas. Zu Beginn der Tour sind wir erstmal auf so einer Aussichtsplattform, wo wir die gesamte Roxina Favela überblicken konnten. Die Roxina Favela ist somit die bekannteste in Rio und es gibt auch noch Tausende und Zehntausende weitere Favelas in Brasilien. Unser Tourguide lebt noch in diesen Favelas hier und ist hier auch aufgewachsen und konnte uns somit Infos aus erster Hand geben, was sehr interessant war. Er sagt zum Beispiel, dass der Tourismus viel Sicherheit und natürlich auch Geld in die Favelas bringt. Die Banden würden den Touristen nichts antun, weil sonst die Armee in die Favelas reinkommt und das ganze Business platt macht. Und deswegen, wenn man sich an die Regeln hält, ist man da als Tourist sogar relativ sicher. Wir laufen hier durch die engen Gassen, komplett vermüllte Straßen. Manchmal ist der Geruch sehr stark. Was?
einigen Stellen hat unser Guide dann gesagt, dass wir unser Handy in den Taschen lassen sollen. Wir dürfen keine Bilder und Videos machen, weil wir dann wirklich durch Gassen und Straßen sind, wo die Bandenmitglieder extrem kontrollieren und die sehr genau schauen, dass keine Videos gemacht werden. Wir sind dann auch tatsächlich an Bandenmitgliedern vorbeigelaufen mit solchen Gewehren. Und es ist wirklich so, wie man sich aus Dokus und Filmen vorstellen kann. Ich habe auch 2 von ihnen richtig in die Augen geschaut, weil ich sehen wollte, ja, wie die auf mich reagieren, aber sie haben keine Miene verzogen und sie haben mich zum Glück nicht abgeknallt. Trotz alledem waren meine Schwester und ich uns einig, dass wir uns in den Favelas tatsächlich sicher gefühlt haben, sicherer als an anderen Orten in Rio. Wir laufen jetzt hier direkt am Strand der Copacabana, ja, einer der berühmtesten Strände der Welt, würde ich sagen. Hier an der Promenade lang, ja, hier dieses typische Bild mit dem blauen Himmel, der Strand mit den Palmen, das sieht wirklich sehr schön aus. Wir haben mehrmals an der Copacabana den einen oder anderen Cocktail geschlürft und gutes Essen gehabt. Mit diesen Bildern endet hier das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Travel-Vlog wieder, was übrigens dann mein letzter Travel-Vlog werden wird. Gebt mir gerne einen Daumen auf das Video und abonniert meinen Kanal, das würde mich wirklich sehr unterstützen. Und ich sage wieder, Schmidti, bleibt on Tour.